Curaçao aus geht es über Nacht nach Aruba. Wir liegen direkt vor der Hauptstadt Oranjestad. Es ist ziemlich trubelig hier, viele Amerikaner. Heute schon der 16. Tag unserer Reise. Mit einem Katamaran geht es zum Schnorcheln, dieses Mal wie geplant. Mehr Fische und Korallen gibt es auch, sogar ein Wrack. Abends legen wir ab und passieren die Landebahnen des Flughafens. Irgendwann geht auch der Lotse von Bord. Am nächsten Tag dann wieder quer durch die Karibik zurück zur Dominikanischen Republik. Morgens finden wir uns schon an der Pier des kleinen Industriehafens von La Romana wieder. Die Stadt ist uninteressant, deshalb fahren wir von dort aus 2 Stunden mit dem Bus nach Santo Domingo, die Altstadt besichtigen. Kann man machen, muss man aber nicht. Einmal reicht definitiv. Die Landschaft an der Küste ist flach, grün und eher eintönig. Über Nacht lassen wir uns dann zu der direkt vor der Küste liegenden Badeinsel Isla Catalina treiben, geschätzt 5 Kilometer. Mit Tenderbooten geht es morgens an Land. Wir haben Glück, die Ersten zu sein, da uns von dort ein Boot zum Schnorcheln abholt. Hunderte liegen in 7 Reihen aufgestellt, eine Mischung aus Stadtstrand Rimini und Ballermann. Das ganze Resort nur für unser Schiff. Gut, dass wir nur 20 Minuten auf den Katamaran warten müssen. Das Meer tröstet uns wieder mit bunten Fischen und Korallen. Auf der Rückfahrt Nachmittag sehen wir noch 2 viel kleinere Resorts, die man mit Booten von der Küste aus besuchen kann. Die sehen ganz nett aus. Bei uns ist mittlerweile fast jede Liege besetzt. Dann wieder ein Seetag Richtung British Virgin Islands. Es ist Silvester. Mitten auf dem Karibischen Meer überholt uns unser Schwesterschiff. Da denkst du ankerst. Die haben es eilig, wir dümpeln mit 8 Knoten dahin, damit wir bloß nicht zu früh auf Tortola ankommen. Die Strecke ist nämlich nicht sehr lang. Schiffsdiesel ist wohl billiger als Liegegebühren. Die Silvesternacht war dann peinlich, eine billige Party, keine Rakete, keine Wunderkerze, nichts. Nicht mal Landnähe, um Einheimischen beim Feuerwerk zuschauen zu können. TUI spart an allem und die Crew hat keinen Bock. Neuer Morgen machen wir in Roadtown fest, grüne Insel, abwechslungsreicher Hafen. Fahren mit offenen Jeepneys über die Insel und erklimmen zu Fuß den höchsten Berg, den es hier gibt, Mount Sage. Leider ohne Aussicht, alles ist zugewachsen und der Aussichtsturm wegen Baufälligkeit gesperrt. Aber aus dem Bus heraus gibt es immer mal wieder schöne Ausblicke. Auf dem Rückweg geht es erst noch zum Cane Garden Beach, schönes Wasser und endlich Gelegenheit, nach dem Baden mal die Drohne auszupacken.
Dann sammelt zur Rückfahrt und kurz vor Toresschluss erreichen wir als letztes Team wieder unser Schiff. Aida ist auch schon da. In der Dämmerung legen wir dann ab mit Kurs Antigua.